Sequencer Talk. Music Gear, Synthesizer und Musikproduktion. Und hier sind eure Gastgeber, der Mugulator und Dean Freud. Ja, hallo, wir sind schon wieder da als Sequencer Talk und wir haben natürlich einen sehr netten Gast, aber erstmal begrüße ich mal den Dean. Wie geht's uns denn so heute? Es ist sonnig draußen, es ist wunderschönes Wetter und wir haben den Rolf da, darauf freue ich mich total, denn der hat was Neues mitgebracht für unseren Entwickler-Talk. Bist ja ein gern gesehener Gast. Ja, hi. Bei mir ist auch die Sonne hinten und ich wäre jetzt am liebsten draußen bei der Eisdiele, aber jetzt sitze ich hier drin im Synthesizer-Raum und spreche mit euch über die neuesten Kreationen der Firma Walldorf. Ja, sollen wir gleich mit der Tür ins Haus fallen? Denn es gibt ja, es ist ja eigentlich offensichtlich, warum du da bist, wegen eines bestimmten Elements in der chemischen Reihe namens Iridium und er war dann plötzlich weg und jetzt ist er wieder da und manche Supernerds haben ja auch schon die ersten Bilder gefunden von einem grauen Iridium mit spezieller Aufschrift. 2 Worte sind auf jeden Fall aufgefallen, ja? Genau, das ist der neue Iridium MK2. Neue Worte, das MK2 ist neu, hier, klar, okay, das interessiert euch aber nicht. Aber wie man sieht, es ist das alte mechanische Design und auch das alte Layout. Genau, es ist also nicht irgendwie alles nochmal neu entwickelt worden, sondern wir haben eine neue Produktionscharge aufgelegt. Und bevor wir das getan haben, hatten wir uns überlegt, so, nach 5, 6 Jahren, vielleicht wollen wir da mal eine kleine Auffrischung machen, haben überlegt, was können wir denn tun? Da gab es jetzt eine kleine Erweiterung des RAM- und Flash-Bereichs auf dem CPU-Board. Haben gesagt, dann setzen wir den mal ein. Dann haben wir gedacht, vielleicht brauchen wir mal eine neue Farbe, neue Features. Und dabei ist das jetzt rausgekommen. Und es gibt einen Knopf hier, den Flavor-Knopf. Das war früher Amp Envelope Velocity Regler. Den gibt es jetzt immer noch über den Screen. Das ist vielleicht auch einer, den man jetzt nicht so oft bedient. Aber der Flavor-Knopf hat uns so sehr, den haben wir begeistert, den haben wir im Protein eingeführt, dass wir gesagt haben, das wollen wir jetzt im Iridium auch haben. Und dann, der andere neue Aufschrift ist hier, man sieht es vielleicht nicht so jetzt im Bild, das ist ein neuer Synthesemodus. Wir haben ja eigentlich 4 Buttons, für initial 4 Synthese-Modi und dann haben wir irgendwann die Kernels eingeführt, erweiterte FM-Synthese, dazu musste man die oberen beiden Buttons drücken und jetzt haben wir noch für die unteren beiden eine 6. eingeführt, die heißt Seeds, aber wir haben auch noch andere neue Features. Aber ansonsten ist das identisch mit dem jetzigen Iridium. Iridium bleibt Iridium, ist es halt ein kleinen, wie nennt man das, inkrementelles Update, weil nach 6 Jahren, denke ich, kann man das mal machen. Ist aber kein neues Gerät in dem Sinne. Da muss man dann wird das Video ja richtig kurz. Ja, also tschüss. Nee, es hat ein bisschen mehr als Farbe bekommen und es gibt auch noch mehr Features. Wir haben die Anzahl der Layer erhöht von 2 auf 4, weil wir einfach mehr RAM haben. Wir haben nicht mehr Voices. Ja, es bleibt bei den 16 Voices. Wir haben diese neue Synthese, wir haben das Flavor. Wir haben ein ganz interessantes neues Feature mit einem sperrigen Namen Per Node Parameter Logs. Und das ist ein Feature, welches in Zusammenarbeit mit Richard D. James oder bekannt als Aphex Twin,
der ein langjähriger Iridium Desktop-User ist, entstanden ist, indem er gefragt hat, könnt ihr das machen? Und kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen zu, was das genau ist. Und dann sagte ich, ja, müsste gehen, habe tiefer reingeguckt und dachte, oh, nicht ganz so einfach. Ist auch nicht in 5 Minuten gemacht, aber dann haben wir es hinbekommen und ist eine coole Sache. Und das sind quasi die MK2-Features. Und dann gibt es noch ein OS-Update 4.0, welches auch für alle bisherigen Iridiums, Desktop, Keyboard, Core, Quantum Mark II rausgegeben wird. Noch nicht sofort, das müssen wir noch einmal durch eine Beta-Phase durch. Und da sind dann Features, die dann alle bekommen, die also nicht von der neuen Hardware abhängig. Da gibt es einen Mutator, also einen Page Randomizer, den wir so ein bisschen schon aus dem Microwave-Plugin kennengelernt haben. Es gibt einen Polyphon-Arpeggiator-Modus, auch was Interessantes, und es gibt noch ein paar kleinere mikrotonale Geschichten. Das heißt, wir werden auch ein Update für alle machen mit neuen Features, aber natürlich gibt es Dinge, die wir jetzt für den MK2 machen, die jetzt mit dem neuen CPU-Board zusammenhängen. Um es mal ganz klar zu fragen, wäre natürlich, also da der Flavor-Knopf natürlich nicht umgebaut wird, wahrscheinlich im alten Iridium, hier nur mal zur Erinnerung, zum Vergleich, das ist ja dann so, dass könnte oder ist vielleicht der Flavor dann trotzdem dabei oder eben auch diese Seeds-Geschichte oder eben auch die Parameter-Logs. Was davon kann man erwarten und was nicht? Und was hängt an dem RAM? Also wahrscheinlich diese Seeds-Geschichte hängt an dem RAM. Und dann müssen wir noch erklären, was das überhaupt eigentlich ist. Also, genau, also deutlich gesagt, die 4 Layer, die Seed-Synthese, Flavor und Parameter-Logs brauchen das neue CPU-Board. Deswegen gibt es MK2, weil wir gesagt haben, wir können da ein bisschen mehr reinstecken. Ist ein gradueller Update und dann sagen wir, okay, können wir irgendwas machen? Ich denke, nach 6 Jahren kann man sowas mal tun. Und die anderen Sachen, Mutator, Polyphone Arpeggiator, mikrotonale Geschichten, die kriegen alle oder geht auf allen. Und dann die Gretchenfrage, die hast du noch gar nicht gestellt, ist, kann man denn alte Iridiums nachrüsten? Das ist tatsächlich ein richtig guter Punkt, weil Ja. es klingt ja jetzt erstmal nur so, dass ein Chipset ausgetauscht wurde, nicht im Endeffekt wirklich anschlussseitig viel passiert ist. Oder wurden an den Amps oder anderen Sachen noch irgendwie gewisse Geschichten optimiert? Darum, wir hatten ja schon die ähnliche Frage beim Quantum Mark II mit der polyphonen Aftertouch-Tastatur. Da ging es nicht. Aufgrund des neuen Keypads mit anderen mechanischen Abmessungen und Konstruktionen, Keypad-Controller, das war vom Gehäuse nicht kompatibel. Das heißt, ein Quantum Mark I kann man nicht in einen Mark II mit dem Polyphon Aftertouch Keypad umbauen. Hier kann man das aber. Das heißt, wir versuchen eine Lösung anzubieten, wo man das quasi nachrüsten kann. Wie das genau erfolgen wird, ob der User das selber machen kann oder zu einem Händler oder eine Werkstatt gehen muss, das müssen wir uns noch genauer angucken. Das wird jetzt auch nicht sofort erhältlich sein, aber wir sagen, grundsätzlich soll das möglich sein. Wir gucken das uns in den nächsten Wochen an und versuchen dort einen Weg zu finden, wie man das organisieren kann. Dieser Austausch ist natürlich, da gibt es halt so Fragen wie, wenn der User, und die meisten werden es selber machen wollen, ist denn noch die Garantie da? Was passiert, wenn da irgendwas kaputt geht? Wer haftet denn dafür? Und so weiter und so fort. An sich ist der Austausch machbar, aber wir werden uns das als Firma nochmal genau angucken, wie wir das aufstellen. Da bitte ich um ein bisschen Geduld und wir müssen auch ein bisschen einsammeln, auch welchen Bedarf gibt es denn da, weil die neuen Features sind zwar cool, aber es sind natürlich auch, ich will mal sagen, jetzt keine Brot- und Butter-Features. Also was der Aphex Twin da gemacht hat, ist natürlich schon Aphex Twin-mäßig schon nicht Level 1, sagen wir mal so. Sehr frickelig. Der Punkt ist ja dann eigentlich für viele,
den Mark I haben, ist das jetzt nicht das große Manko oder ein großer Beinbruch, dass jetzt auf einmal, also was heißt nach 6 Jahren, Ja. eine neue Version rauskommt, sondern tatsächlich, das ist einfach auch dem geschuldet, dass sich natürlich auch auf dem Markt für die Produktion ein bisschen was getan hat, denke ich mal. Ihr müsst ja auch gucken, dass ihr das irgendwie bezahlbar und vor allen Dingen auch so anbieten könnt, dass halt auch die Produkte rechtzeitig immer wieder nachgeliefert werden können, wenn irgendwelche Teile nicht mehr lieferbar sind. Also das wird schon eine Rolle gespielt haben, denke ich mal, oder? Ja, und wie gesagt, man will das auch ein bisschen auffrischen, so nach 5, 6 Jahren. Ich glaube, der Quantum, da war der Mark II auch so nach 4, 5 Jahren oder so. Das ist so ein Zeitraum, wo man dann auch sagen kann, oder wo es vielleicht auch eine gewisse Erwartungshaltung gibt, jetzt kann man das erfrischen. Aber es ist nicht was komplett Neues, es ist nicht ein ganz neuer Level, dann würden wir es auch anders nennen. Ja, es ist weiterhin noch der Iridium und wir machen das halt nicht wie Smartphone-Hersteller oder Autohersteller alle 1, 2 oder 3 Jahre, sondern ein bisschen länger. Das können wir auch gar nicht machen. Aber vielleicht sollten wir einfach auch mal in die neuen Features reingehen. Das hätte ich jetzt unbedingt mal, ich will jetzt echt einfach mal wissen, Genau. wie die Seeds of Love aussehen könnten. Seeds of Love. Ja, ich weiß nicht, womit wollen wir anfangen? Ja, mit den Seeds, das klingt doch eigentlich am spannendsten für alle, denke ich mal. So spannend ist alles und manchmal sind die kleinen Features, die wahren, lustigen. Aber gucken wir mal das Seeds rein. Jetzt habe ich hier, glaube ich, schon einen Sound. Ich lade den am besten. Nee, oder ich nehme den hier. Nochmal. So, mal gucken, wie der klingt. So, was ist Seeds? Seeds ist eine Synthese, die eigentlich keine neue Synthese ist, sondern existierende Synthesen miteinander verbindet. Das heißt, wir sind so ein bisschen vom Gedanken der Wavetable ausgegangen. Was ist eigentlich eine Wavetable? Hat hier so einen technischen Namen, Tabelle, das kennt man so von Excel, Büroarbeit, da will man eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Aber was das klanglich-musikalisch ist eigentlich, ist das eine Klangreise, wo ich in einer Wavetable durch verschiedene Wellenformen und damit auch Klängen reise. Ich kann ja hier nochmal eine machen, gehe nochmal hier zurück auf Init. So, das ist so die erste Wavetable hier bei mir. Und wenn ich eine Note spiele, das ist die Wave Position. Damit kann ich durchfahren. Das Ganze ist aber statisch, das heißt, die Wellen wurden irgendwann mal, hat jemand konstruiert. Erst hat der Wolfgang Palm damit angefangen, dann haben die Walldörfer damit weitergemacht und nachdem man die Wellen konstruiert hat, hat man die abgespeichert in der Wavetable, in der Tabelle, in sein Wave-Excel-Sheet, sage ich mal so, ohne jetzt Werbung zu machen für irgendetwas, Wave-Numbers-Sheet, und dann kann man die abspielen. Es gibt aber auch Wavetable-Editoren, aber am Ende sind das alles Waves. Die Idee von Seeds ist es jetzt zu sagen, what if wenn das jetzt nicht einfach nur Waves sind, sondern wenn das eine Klangreise ist durch verschiedene Syntheseformen. So, ja, Synthese ist also eine Metasynthese. Ich spiele jetzt hier nochmal einen Sound. Und hier gibt es im Moment eine Envelope-Modulation, die nehme ich mal ein bisschen raus, disable die mal. Und fahre hier durch 3 Stationen durch, inklusive Überblendung. Das sehe ich hier in der Liste. Ich habe nämlich Vektoren, ich habe also 3 Stationen in meiner Klangreise. Und jede Station, ich fange an hier, und ich fahre jetzt manuell durch, ich fange an mit einer FM-Synthese. Das ist eine relativ einfache FM-Synthese. Das hier ist kein DX7, das ist einfach ein Modulator, ein Carrier. Und ich kann die hier verändern.
ist jetzt die Ratio, kann ich natürlich auch stufenlos machen. So, FM Basics, ich kann den FM Index verändern oder Eigenfeedback. So, das ist eine Möglichkeit. Jetzt kann ich zur nächsten Station gehen. Das war die erste. In der zweiten. Und da kann ich aus einer Wavetable eine Welle mir aussuchen. Also eine ganz einfache Waveform, wie man das halt auch von der Wavetable kennt. Dann hier also die Wavetable auswählen. Gehen wir auf Resonanz. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt auf die dritte Station gehe, bin ich hier bei den Parts, das sind Partials oder Sinus-Tongeneratoren. Da kann ich die einzelnen Partials, die ich hier auswählen kann, auch in ihrem Anteil und in der Lautstärke verändern. Das ist jetzt keine super-duper additive Synthese mit 738 Millionen Partials. Man kann sich das eher wie Zugregister vorstellen. So, was gibt's denn noch? Ja, mal eine kurze Zwischenfrage, weil ich glaube, das wird interessieren. Ich nehme an, dass das quasi, also eigentlich eine 2 Operatoren FM und so weiter, also so genau wie du jetzt erklärt hast, ist die Seed-Synthese oder ist das sozusagen eine Überblendung der bestehenden Synthesen? Wahrscheinlich ist es eher Ersteres, oder? Genau, das ist also, ich sag mal eine Metasynthese. Ich kann für jeden Vektor, kann hier auch noch mehr hinzufügen, bis zu 12 kann ich hintereinander schalten, ich habe also 12 Stationen in meiner Klangreise. Nehmen wir mal hier eine vierte. Was haben wir noch? Also Parts, das sind die Typen, das sind die einzelnen Sinustongeneratoren. Wave ist eine Wave aus einer Wavetable. FM ist ein einfacher Operator oder 2-Operator-Synthese. Ringmodulation darf natürlich auch nicht fehlen. Ringmodulation, und zwar nicht von 2 Sinustönen miteinander, so à la Stockhausen, sondern von einem Sinuston in eine Wave aus einer Wavetable rein. Das ist natürlich viel interessanter. Also das würde bedeuten, man könnte quasi die Sachen durchaus mit dem normalen Iridium auch bauen, aber eben natürlich nicht mit den Übergängen, sondern eben anders. Aber das Tolle ist, dass du halt 12 eigentlich grundsätzlich super verschiedene Sachen überblenden und als eigentlich getrennte Sounds. Genau. Jetzt geht's noch ein bisschen weiter. Ich habe hier noch mal, ich kann natürlich Noise und sowas machen. Jetzt gibt es hier noch weitere Parameter. Jetzt wird es ein bisschen interessant. Ich gehe mal zurück, initialisiere das Ganze mal. Ich mache jetzt hier noch mal einen zweiten dazu. Ich kann bei den zweiten jetzt den transponieren. Das ist ein bisschen ein schräges Verhältnis. Während in einer Wavetable die Tonhöhe von allen Wellen in der Table gleich ist, kann ich hier in den Stationen die Tonhöhen der einzelnen Stationen verändern.
Das Einfachste wäre, Oktavierung zu machen. Das heißt, in meiner Klangreise ist es nicht eine Pitch-Modulation, weil eine Pitch-Modulation durch ein Envelope habe ich ja so ein stufenloses Verhalten, Bisschen sondern wie beim Prophet VS quasi, ne? ja, Also, das ist so ein Einblenden und Ausblenden. Das kann ich mit Oktaven machen, dann ist das relativ harmonisch, sage ich mal so. Aber ich kann das natürlich auch mit skurrilen Verhältnissen machen, um dann entweder Akkorde zu machen oder durch irgendwie mikrotonalen Dinge durchzufahren. Das heißt, es sind nicht nur einfache Überblendungen, ich kann schon viel mehr gestalten. Durch Ringmodulation bekomme ich nicht harmonische Wellenformen, die ich mit einer Wavetable so ohne weiteres gar nicht herstellen kann. Und das ist so die Idee dahinter, dass ich jetzt auf eine andere Art und Weise als mit einem herkömmlichen Wavetable-Editor, wo ich dann wieder nur Waves, irgendwie Wellenformen irgendwie zusammenbastle, jetzt hier verschiedene Synthesearten. Ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit so einer Animationstechnik, kennt man vielleicht von Animationsprogrammen, wo man Keyframes setzt. Und in diesen Keyframes kann ich sagen, wie sieht es in diesem Keyframe aus, und dazwischen wird entsprechend interpoliert. Das ist so die ja, genau. Grundidee. Stop-Motion und Genau. ja, solche Sachen. Ja, Vor allem das ist jetzt- interessant. Diese Noises, die du vorhin gemacht hast, also das sind, wenn ich richtig gezählt habe, 4 Synthesemethoden und natürlich entsprechend 5. viele Kombinationen. 5 sogar. 5 Okay. sollten es sein. Moment. Okay, das- Also Parts, Wave, FM, Ringmodulation und Dirt, also Noise. Dirt, okay. Genau. Genau, kennen wir vom Protein auch. Genau, Ne? also das sind 5. Vielleicht fällt mir noch unterwegs noch mal eine 6. ein, Ah. die man hinzufügen kann. Aber hier geht es ja ums Grundprinzip Mhm. letztendlich, dass man jetzt sagt, irgendwie, ich bin nicht nur wie bei einer Wavetable auf starre Wellenformen gebunden, sondern ich kann da eigentlich dynamische Dinge tun. Und das wollte ich schon immer mal machen. Das war jetzt so ein bisschen, weil man da auch einfach mehr RAM und Speicher braucht. Weil es ja im Grunde genommen 5 beziehungsweise bei den Vektoren bis zu 12 Oszillatorkonstellationen sind, die ich irgendwo vorhalten muss, zwischen denen ich da interpolieren muss. In den verschiedenen 5 Synthese, im Grunde genommen 60 Konfigurationen, die ich irgendwo halten muss. Will jetzt nicht damit langweilen, aber letztendlich dachte ich dann, okay, jetzt kann ich das mal machen, was vorher aus RAM-Gründen nie ging. Mhm. Und da sind ja noch bei Weitem keine Effekte oder ein Arpeggiator oder sonst irgendwas drauf, sondern tatsächlich, das ist ja erstmal nur der pure Klang in dem Sinne. Genau. Ja, ist vielleicht ein Stichwort. Wollen wir irgendwie zum Arpeggiator mal gehen? Ja, gern. Genau. Das ist jetzt wieder was für alle, sagen wir mal so, also alle real existierenden Quantums und Iridiums und auch die virtuell existierenden in den Köpfen und Vorstellungen der Leute. Das ist jetzt ein Arpeggio. Mal gucken, wie sieht der aus. Genau, ich mache mal ein normales. Mhm. So. So hört sich ein Arpeggiator ab 3 Oktaven so an. So, jetzt kann ich hier aber sagen, ich habe hier jetzt eine Auswahl. Ich kann jetzt hier sagen, es gibt verschiedene Polymodi. Ich nehme mal den einfachsten Polyfollow und ich kann sagen, wie viele Voices ich habe in meiner Polyphonie. Nehmen wir mal 2. Gucken, wie sich das anhört. Und zwar, jetzt habe ich plötzlich 2 Klänge. Und zwar ist im Grunde genommen dasselbe Arpeggiator, aber der zweite, wie in einem Kanon in der Schule, startet eine Note später. Und dadurch gibt es die entsprechenden 2 Klänge. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat. Als ich so die Idee hatte, ich dachte, ja, das ist schon mal, wieso hat man das noch nicht gemacht? Vielleicht hat es jemand gemacht, denn Dankeschön. Ja, so Note Delay dann dazu oder solche Geschichten. Genau. Sowas kann man natürlich sich basteln in verschiedensten Max, MSP und sonstigen Systemen. Ist ein bisschen schade, dass wir jetzt hier in der Demo kein Stereo drin haben. Das mag nochmal dazu gesagt sein. Also das, was ihr heute hier hört, ich will es noch mal erwähnt haben, ist natürlich bei weitem nicht die Klangqualität, die ihr eigentlich von dem Gerät hört. Dazu könnt ihr euch dann gerne beim Rolf zum Beispiel, bei Waldorf direkt die Sounddemos angucken. Da kommen garantiert auch ein Haufen andere Videos.
dazu. Wir sind heute wirklich dazu da, um mal so hinter die Ecke zu gucken und mal zu fragen oder beziehungsweise uns zeigen zu lassen. Praktisch brauchen wir bei dir ja gar nichts zu fragen. Du erzählst uns das ja alles bereitwillig, was es denn Neues gibt und was das eigentlich für Auswirkungen hat. Und das ist super interessant. Also Arpeggiator jetzt mit sozusagen einem zweiten Step dahinter gleich. Genau. Jetzt gibt's Kann man noch verschieben? Genau. Und jetzt kannst du mit 3 Voices machen. Ich kann jetzt aber auch die Arpeggios in unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder mit unterschiedlichen Notenlängen laufen lassen. Das klingt dann so. Man sieht es ein bisschen klein, man sieht sozusagen auf dem Screen, sieht man immer, wie was gespielt wird. Es gibt einen Trans-Modus, da wird etwas transponiert, oktaviert. Nicht gleich einen viel volleren Sound, denn kombiniert. So, und so kann ich dann komplexe, quasi polyrhythmische, polyphone Strukturen, vielleicht nochmal zum Vergleich, Good Old, auch schön. Auch sehr schön. Da gibt es noch einen Lag-Modus, klingt so. Also ein Dreier-Feeling. Vielleicht kommen noch über die Zeit ein paar mehr dazu. Das fand ich eine ganz lustige Idee, wo man dann halt sehr schnell komplexe rhythmische akkordale Strukturen bauen kann, die jetzt nicht mehr nach Good Old Arpeggiator klingen. Das ist ziemlich cool. Jetzt ist meine Frage, also mir fallen da 2 Geräte ein, die ähnliche Sachen können, aber kannst du das denn auch über MIDI dann rausgeben, also dass du sozusagen den Iridium als MIDI-Effekt nutzen kannst? Ja, das heißt, der Arpeggiator wird nach außen gesendet. Man muss hier aber an der Stelle sagen, dass dieser Arpeggiator im Iridium ist innerhalb des Layers. Das heißt, derzeit würde die Polyphonie als Polyphonie rausgeschickt. Wenn du jetzt sagst, lieber Rolf, ich hätte aber jede einzelne Stimme auf einem anderen MIDI-Kanal, das kann der Iridium derzeit nicht. Noch nicht. Vielleicht ist das ein interessanter Feature-Request. Wir gucken natürlich auch, was die Leute so entsprechend denn damit anfangen. Wir wollten einfach mal die Tür öffnen. Hey, warum macht man Arpeggiator nicht polyphon? Cool. Haben wir jetzt gemacht und gucken mal, was so passiert. Ja, dann war ja noch die ganze Geschichte mit den Layern. Das hast du ja gerade eben schon so halb gesagt. Es gibt ja jetzt 4 Layer statt 2. Genau, also es ist jetzt ein bisschen auch vom Protein beeinflusst. Ich kann jetzt, da habe ich hier zum Beispiel einen, gehen wir hier auf den neuen Layer-Screen. Hier habe ich jetzt 4 Layer. Ich habe jetzt nur mal den ersten aktiviert. Nehmen den zweiten. Vierten hinzu. Kann dir denn hier nochmal eine Lautstärke irgendwie anpassen. So, jetzt gibt es aber etwas, was wir im Protein gemacht haben, nämlich einen Round-Robin-Modus. Das ist jetzt ein anderes Beispiel. Da ist immer die höchste Note jetzt ein Layer und die anderen, weil ich das so spiele, würde ich aber jetzt quasi eine andere Reihenfolge Nummern, also Anzahl von Noten spielen, würde sich das natürlich anders aufgehen. Spiele ich immer 5 Noten, jetzt verteilen sich die 4 Layer, die kann ich natürlich aktivieren, deaktivieren. Ich kann auch Random machen.
Ich kann jetzt sagen, der gefällt mir nicht, dann gehe ich auf Load, kann dann in einem neuen Load-Layer-Modus, ähnlich wie beim, keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Passt. Naja, gut, kann man mal probieren. Obwohl in Round Robin brauche ich jetzt irgendwas. Perkussives. Genau. Würde vielleicht gehen. Ups, mal zurück. Das ist Random Robin, das heißt. Ganz hübsch. So, das ist durch die Load Layer ist es relativ einfach. Das habe ich jetzt hier auch in dem Load Panel, kann ich den ganzen Patch laden oder nur einen einzelnen Layer, je nachdem, welcher hier ausgewählt ist. Im Unterschied zum Protein haben alle 4 Layer die komplette Effektkette. Und jetzt Obacht, wichtig zu verstehen ist, wenn ich jetzt in einen Layern alle Effekte reindrehe, dann hat das einen Einfluss auf die Polyphonie, weil der CPU hat zwar mehr RAM, hat auch mehr Flash-Speicher für Samples, hat jetzt 4 GB statt 2, Abyss, aber die Geschwindigkeit ist gleich, das heißt, man muss da ein bisschen gucken, eventuell brauche ich vielleicht nicht überall alles, ansonsten wird adaptiv ein bisschen was von der Polyphonie weggenommen, wobei in der Regel, wenn ich so einen fetten Sound mache, wo ich, sagen wir mal so, sowieso auf eine Note 4 Layer spiele, ist das ähnlich wie beim Unisono, dann muss ich nicht noch irgendwie 8-stimmige Akkorde haben. So, das heißt, da ist dann sowieso ein Trade-off dazu. Aber gerade in diesen Round-Robin-Geschichten kann man nochmal ganz interessante klangliche Variationen machen. Und das ist vielleicht auch so ein Thema, ähnlich wie die Seeds-Synthese ja verschiedene Syntheseformen in einen Klangverlauf variiert, kann ich das mit einem Layer machen. Und vielleicht ist es eine Überleitung zum Per-Node-Parameter-Log, weil das nämlich dasselbe Thema variieren nur auf Noten bezogen ist. Und man kennt Parameter-Logs ja von Sequencern, Drummaschinen, wo ich ein Step-Pattern habe und dann über dieses Pattern einen Parameter halt verändern kann. Das wollte der gute Aphex Twin per Note haben. Das heißt, jede der 128 MIDI-Noten kann den Sound variieren. Oder man lege mich nicht fest, 12, 18 Parametervariationen für jede Note, auch potenziell andere Parameter, inklusive Effekte und Synthesearten. Das heißt, im Grunde genommen kann ich pro Note schon wieder einen anderen Sound haben. Ich kann da ja mal einfach irgendwas basteln und das mal demonstrieren. Ich nehme mal irgendeinen Init-Sound. So, das ist so ganz banaler Wavetable-Sound. So, jetzt in der Modulationssektion mache ich jetzt quasi, aktiviere ich das Aufnehmen von Notenparameter-Logs. So, das sieht man hier auch, denn hier rechts oben ist hier so ein kleiner Hinweis, ich bin im Record-Modus. Wenn ich jetzt eine Note spiele, zum Beispiel hier das C, dann drehe ich jetzt an der Wavetable-Position, dann hat sich das nur für diese Note geändert. Jetzt, so, wenn ich die nächste Note nehme, drehe ich ganz runter. Dann sieht man das da. Aber du könntest jetzt auch im Prinzip zum Beispiel auf den nächsten ganz viel Noise legen und auf den nächsten den tiefer stimmen, sodass man quasi das wie Drum-Sounds hat, die aber klüger sind als Drum-Sounds, nur was man ja von der Basstation 2 und sowas kennt. Die Genau, ich nehme jetzt die dritte Note, sagen wir mal so, da sage ich andere Syntheseart. Achso, Moment, die muss ich natürlich, Entschuldigung, ich muss mal zurückgehen. Ich muss die Note halten. So, die kann ich natürlich nochmal auch noisy stellen. Du wolltest ja Noise haben.
So, es geht auch mit Effekten. Jetzt sagen wir mal so, mache ich mal ein Reverb. Oder ich nehme mal, einfacher wäre ein Tremolo, da hört man das einfach besser. Ich mache hier mal einen Sägezahn. So, und jetzt. Da wir ja 6 Effekte haben, ist das sozusagen schon allein dadurch, dass du eine andere Taste spielst, dann plötzlich, sagen wir mal, Reverb drin in einer Taste und bei der anderen Delay und bei einer anderen ganz andere Zeit. Ich kann jetzt zum Beispiel das wie so eine Automation auf Noten. Der erste hat einen Reverb, der auch. Nee, da will ich keinen Reverb. Dann halte ich die, drehe quasi 3 Watt runter. Das ist ein schönes Spielzeug. So, und das funktioniert natürlich auch, wenn ich Akkorde spiele. Ich höre jetzt sowohl den Sägezahn als auch die Wavetable. Natürlich geht es nicht bei den Effekten, weil die ja nicht pro Note vorhanden sind. Ne? Da gewinnt immer der Letzte. Wenn ich jetzt erst dann ist der Reverb weg. Wenn ich erst und dann den mit Reverb habe, dann der Effekt nimmt immer das, was am letzten gemacht worden ist. So, und das kann ich mir auch anschauen. Ich kann jetzt ich sehe hier unten, das sieht man jetzt vielleicht über YouTube wenig, welche Noten belegt sind. Ich sehe auch in der Liste, welche Parameter ich pro Note da verändert habe. Das wird auch alles im Preset mit abgespeichert. Ich kann die auch, sage ich, das klingt gut, dann sage ich Copy und will die da haben. Ich kann also Copy und Paste, Delete, bla bla bla. Ich kann damit editieren, kann damit mir mein Notenset und natürlich kann ich die Tonhöhe, das hat es ja gefragt, verändern. Das ist scheiße. Das verwirrt dann den klassisch trainierten Musiker. Aber du kannst praktisch dir alle Sounds aus deiner neuen Musik Stockhausen sozusagen eigentlich auf die Taste legen und dann spielst du dein Stück einfach so. Na, aber wir kennen das ja schon, aber das ist schon sehr, sehr wild. Die Frage ist, wie wird sowas gespeichert? Ist das dann ein eigener Speicherbereich oder so oder so, pro Patch oder sowas? Das wird pro Patch gespeichert. Krass. Okay. Es gab ja schon mal sowas, ich glaube, Novation hatte so eine Bus-Station-Version schon mal für ihn gemacht. Das wurde aber dort nicht per Patch gespeichert und nur so global. Und hier ist es wirklich mal richtig gemacht. Das heißt, pro Patch, ich habe hier diesen Editor, ich kann mir alles ansehen, Copy und Paste. Ich kann mir da ganz neue Möglichkeiten mit den Synthesizern zu agieren. Und die sind nicht referenziell gespeichert, so wie beim Q noch, sodass wenn dann der Sound dann weg ist, ist das auch das Ding durcheinander, sondern das ist in einem Patch und das bleibt so. Genau. Super. So ist das und genau, coole Sache, kann auch mikrotonale Sachen machen, kann mir die einzelnen Noten irgendwie verstimmen, ich kann sonst was mitmachen, ich kann Drums mir programmieren, wenn ich das möchte. Also ist eine ganz coole Sache und war aber nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Das hört sich so einfach an, ja, mach das einfach mal. Na ja, jede Note hat so ein paar Parameter, war jetzt braucht auch ziemlich viel Speicher und entsprechende Ressourcen, um das abzubilden, aber war dann cool. Also ich kenne Ähnliches nur aus dem Norand Mono. Der hat ja auch Noten, die du abspeichern kannst mit verschiedenen Sounds. Ist natürlich analog, ne? Aber und Monophon, das hat damals schon oder macht immer noch viel Spaß. Ich habe das Gerät ja noch, aber da kommt meine Frage dahingehend, hast du denn auch die Möglichkeit, eventuell in der Zukunft ein Patch Morph zu machen? Ein Patch Morph habe ich jetzt noch nicht. Ob das kommt, kann ich nicht sagen. Da ist natürlich auch schon
komplex ist. Hm. Was wir aber haben, solange nämlich meine iPhone-Kamera noch Akku hat, kann ich schnell noch den Mutator zeigen. Ich mache mal wieder ein Init, den wir schon aus dem Microwave-Plugin kennen. Habe ich wieder mein Wavetable. Ups. Interessant. Und jetzt mache ich das oszillatorweise. Jetzt drehe ich den zweiten rein, gehe in den Mutator und selektiere nur den zweiten. Gehe den mal woanders hin. Zack. Und was ist denn jetzt mal Solon? Vielleicht gehen wir auf Waveform. Ja, nehmen wir mal sowas. Hol den ersten wieder rein. Habe jetzt plötzlich so einen Sound gemacht, den ich eigentlich gar nicht gemacht habe, den ich einfach so gewürfelt habe. Und das Ganze geht dann entsprechend auch mit den anderen Filter, Envelope und so weiter. Man kann sich das alles mal angucken. Ich kann auch ein Undo machen und kann da auch schnell zu Sounds kommen. Und eine lustige Geschichte ist natürlich im Iridium, weil die Synthese komplexer als im Microwave-Plugin, kann die einzelnen Amounts, wie viel die einzelnen Sektionen sich verändern, einstellen, overall, und habe da nochmal eine Möglichkeit quasi zu, wie nennt man das, Lucky Accidents zu kommen und dann zu Sounds finden. Und durch diese Reset-Funktion, wenn ich komplett im Nirvana bin, manchmal sind das so Einstellungen, wo auch gar nichts mehr geht, dann drücke ich auf Reset, das ist so die Notbremse und dann geht's noch. Das ist der Mutator. Und das andere, was ich noch vielleicht zum Abschluss hier zeigen wollte, ist der Flavor. Die ist nämlich ein bisschen erweitert gegenüber dem Protein. So, da ist nämlich hier auch unter Modulation. Das ist jetzt ein relativ statischer Sound. Jetzt kann ich den Flavor reindrehen. Jetzt hört man die Variation. Ich kann aber pro Oszillator, ich den raus, nimm den auf den anderen. Nee, lieber der. Zu viel Pitch. Ich kann also für den einzelnen Sektionen, der ist jetzt quasi offen, ich kann in den einzelnen Sektionen, ähnlich wie beim Mutator, einstellen, wie viel da rumgedreht wird beim Flavor, während das im Protein quasi eine Blackbox ist. Habe ich natürlich auch nicht so einen großen Screen. Dadurch kann ich natürlich schnell Variationen erzeugen. Und darum ist, wie gesagt, so dieses Thema beim Iridium Mark II, Variation über die Noten, über die Layer, über die Synthesearten, der Mutator und natürlich polyphone Arpeggiator. Das ist jetzt etwas, wo ich glaube, dass wir so ein Bündel gefunden haben, wo man sagt, irgendwie, okay, da hat sich der Iridium Desktop weiterentwickelt. Er ist noch der Iridium Desktop, hat aber ein bisschen was hinzugekommen. Mhm. Wie gesagt, das ist eine Nachproduktion. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der einen Einser hat, sich einen Zweier kaufen soll. Können Sie alle gerne tun. Unterstützt Walldorf. Aber es ist auch der Gedanke, wir haben weiterhin Nachfrage und wir wollten einfach den Iridium nach 6 Jahren mal ein bisschen mehr wieder gönnen. Und das ist die Idee beim Mark II gewesen. Also ich kenne ja von vielen Nutzern die Aussage, Iridium ist so dermaßen tief, ja, bis ich da irgendwann mal durchgestiegen bin, beziehungsweise wirklich mal alles mal ausprobiert habe, da habe ich echt zu tun. Jetzt habt ihr noch mehr, so nach dem Motto. Ja. Wird nicht langweilig und muss man auch euch zugute halten, wenn ihr es könnt oder wenn du es kannst, dann liefert ihr auch nach. Das habt ihr jetzt mittlerweile ein paar Mal schon immer wieder gut bewiesen. Genau. Und das ist eigentlich ziemlich cool.
wenn die Variante natürlich auch kommt, dass die Leute ihren Einser sozusagen upgraden können, ist es ja ein richtig cooler Fanservice, meiner Meinung nach. Mick, was denkst du? Der grinst schon so ganz verlegen. Ja, ich hätte da natürlich Bock, besonders diese Aphex Twin-Geschichte, das ist schon spannend. Ich glaube auch, dass also diese Vektor-Geschichte hatte ich oft mit Modularzeug gebaut, weil das halt sehr effektiv ist, wenn sehr unterschiedliche Synthesen, gerade wie FM, die sehr komplexe Strukturen machen und dann blendet das über in etwas, was eher nach einem Sample klingt oder so, wo die jetzt hier keine Samples sind, aber das ist nicht der Punkt dabei, sondern dass man eben faktisch radikale Änderungen machen kann. Das ist natürlich für Flächen total cool. Also ich glaube schon, dass ich das gerne hätte. Melde ich mich also schon mal an, stelle ich mich schon mal an. Einmal hier. Weil ich glaube, das wird natürlich viele betreffen, aber ich nehme an, dass ihr als Waldorf da wahrscheinlich, also es gab sogar mal so einen Umbau für den Deluge und dann wurde das weltweit organisiert, hat eine gute Zeit gedauert und man musste den dann sozusagen, konnte das sich da so anmelden und weil ihr müsst das ja auch irgendwann machen. Ne? Also das ist einfach eine logistisch wahrscheinlich gar nicht so einfache Sache, das weltweit überhaupt zu schaffen. Das kann man, auch wenn du gesagt hast, das wollen Leute selber machen. Ich glaube, Leute, die den Iridium nachher spielen wollen, wollen das vielleicht nicht selber machen, sondern die wollen das dann einschicken und sagen, ja gut, ja, ich möchte jetzt diese schönen Funktionen haben. Das geht dann wahrscheinlich auch, wie du sagst, schon nach einer Weile, weil das ist bestimmt nicht so einfach, die, so sag ich mal, 3 Chips rauszuholen und so, sondern eher vielleicht, dass da so eine Tochterplatine oder sowas draufkommt. Ich stelle mir das schon schwieriger vor, ne, dass das, also wie das technisch überhaupt geht. Also, wie gesagt, da wird nichts gelötet, da wird nur was ausgesteckt und wieder reingesteckt. Trotzdem kann dabei natürlich etwas kaputt gehen, weil auch durch Elektrostatik und allen möglichen Dingen, das ist ja sehr empfindlich. Wie gesagt, wir versuchen da einen pragmatischen Weg zu finden. Wir wollen aber auch erstmal ein bisschen einsammeln, wie viel Bedarf gibt es denn da? Okay, meins. Sind das jetzt 20, 200 oder mehr? Und je nachdem, wie viel das sind, kann man überlegen wir dann, wie wir das organisieren an der Stelle. Und wir wollten einfach schon mal signalisieren, ja, da wird es eine Möglichkeit geben für die Leute, die denn interessiert sind. Wir machen dann ein Live-Tutorial, wie Mick sein Iridium ruiniert. Nee, also ich kann mir, also wenn es im Prinzip über ein paar Flachbandkabel rein und rausstecken ist, das ist schon delikat. Da hast du recht. Also das geht relativ schnell. Ich weiß jetzt nicht, wie es da drin aussieht, um ehrlich zu sein, aber wenn es irgendwie über Flachbandkabel und ein paar Steckverbindungen geregelt ist, aber na, ihr habt das ja bei der Planung des Iridium ursprünglich halt nicht gedacht, das werden wir mal auswechseln. Das heißt, das ist natürlich nicht so gebaut worden, so, also so quasi rein und rausstecken, sondern das muss man dann schon so machen. Aber es klingt natürlich doch sehr vielversprechend, dass es tatsächlich mit einem, ja, sag ich mal, mit raus und reinstecken, wenn man einige Chips rausziehen mit vielen Beinchen, da kann man schon ziemlich viel kaputt machen. Genau, und es ist ja auch jetzt nicht irgendwie unsere Motivation zu sagen, Leute, macht das, sondern es ist einfach die Antwort, wenn jemand das möchte, so eine Aufrüstung, dann versperren wir uns nicht dagegen, sondern würden das dann versuchen zu unterstützen durch eine Methode oder Organisation, die wir uns dann noch irgendwie gucken müssen, wenn da der Bedarf klar ist. Das soll einfach nur mal ein Signal sein, sagen wir mal so. Vielleicht gibt es ja auch eine Liste, wo man sich eintragen kann, damit ihr überhaupt planen könnt, oder wie macht ihr das? Wie gesagt, dazu werden wir noch was rumschreiben. Wir sind natürlich jetzt erstmal mit All Mann an Deck sozusagen beschäftigt, den neuen rauszubringen. Das ist für so eine kleine Firma natürlich auch mega schwierig. Der wird dann auch sofort erhältlich sein. Natürlich läuft die Produktion noch. Das heißt, je nachdem kann es dann noch ein Weilchen dauern, bis sie da sind. Aber wir produzieren. Die ersten sind schon hier.
Wir stellen den jetzt vor und dann kommt er in den Markt und wir sind mal gespannt, auch wie das Feedback ist, wobei er jetzt schon ein Leak gegeben hat. Das Rendering in dem Leak ist aber veraltet gewesen. Das stimmt nicht in allen Details, aber das neue Grau ist natürlich auch mal eine Farbe, die hat es so bei Waldorf nicht gegeben, glaube ich nicht. Ist natürlich auch mal spannend zu sehen, wie wird da reagiert. Also wir haben uns da Mühe gegeben und sind mal gespannt, ja, was die Leute so sagen und für Musik damit machen. Ihr seid aber auch echt umtriebig in letzter Zeit, ne? Also neues Plugin, neuer kleiner günstiger Synthesizer und jetzt wieder ein größeres, ich sag mal, Schlachtschiff preislich gesehen an ein paar Stellen, ne? Also ohne jetzt lobhuddeln zu wollen, gemessen daran, wie klein eure Firma ist, kommt da wirklich relativ viel und das auch auf einem wirklich adäquaten, guten Level. Also kann man jetzt Ja, also ist uns auch aufgefallen und ist immer schwierig zu sagen, Versprechen für die Zukunft, aber das wird nicht das letzte Hardware-Teil N26 sein. Hoffentlich, toi, 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 solange die Welt nicht untergeht oder andere Dinge passieren, Chipkrisen oder sonst was passieren, die AI-Leute alle Speicherchips und Flashchips vom Markt kaufen. Also wenn nichts dagegen steht, wird dann noch mehr kommen. Also wir geben uns Mühe, da zu tun. Wir müssen das auch, weil wollen auch als Firma dann natürlich überleben. Aber wir haben riesen Spaß und ja, mal gucken. Es wird schon was dazwischen kommen. Siehst du meine Herzchen in meinen Augen? Du weißt, welche Frage jetzt kommt. Nein, das kommt nicht. Die kommt nicht als nächste, aber vielleicht als übernächste. Ich habe allerdings auch noch das virtuelle Schild hoch, wirklich. Ich will ein Hardware-Drum von Waldorf. Aber das wird wahrscheinlich eher in so einer andersfarbigen Kiste die in Farbe so ist einem mir dann Protein. Das wird im Proteinformfaktor sein. Also so viel steht fest. Es wird aber erstmal noch mal was anderes im Proteinformfaktor kommen. Insofern magst du da schon was zu? Nein, weil es kann ja immer alles dazwischen. Es ist wirklich so, Software ist schon beschissen schwierig und Hardware ist wirklich hart, weil da ist irgendetwas, plötzlich gibt es irgendein Teil nicht und das ist halt heute, diese Teile stecken natürlich heute in Technologien drin, die nicht nur zur Klangerzeugung sind, sondern zu anderen Dingen, wo vielleicht viel gerade Bedarf ist, schwierig und wir werden da immer überrascht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, naja, eigentlich, wenn alles gut geht, ist in 4 Monaten da dies und dies da, ne? Und übermorgen sagt der Lieferant, ja, tut uns leid, irgendwie dieses Bauteil, was 1 Euro kostet, gibt's nicht. Da gibt's Broker, die verkaufen dir das für 20 Euro. Ich sag's, ja, das ist auch irgendwie, das kennen wir alles so aus Corona-Chip-Krisenzeiten. Das riecht bisschen danach wieder. Das so in der Luft ist so ein leicht verbrannter Geruch. Ja, ich habe mal noch eine Nerd-Feature-Frage im Prinzip, weil du sagst, du hast halt jetzt 4 Layers im Iridium. Ich habe hier so währenddessen sozusagen die 2 Layer hin und her geschaltet, wo man dann auch sehen kann, dass dann natürlich auch ein anderer Sequencer laufen kann und so weiter. Jetzt ist natürlich die logische Frage, weil der Protein das ja kann, und das ist natürlich eine gemeine Frage, weil die konzeptionell im Iridium so nicht angedacht ist. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass man auch Spaß haben könnte, diese Layers jeweils auf eigenen MIDI-Kanälen spielen zu können, so dass man dann zwar in einem Patch möglicherweise quasi 4 Sounds hätte, aber das wäre eine quasi 4-fach Multitimbralität. Also ja, es gibt ja schon im jetzigen... Weil er ja eigentlich auch unterschiedliche Sounds spielen kann. Also ja. Das Round Robin und so, wie beim Protein auch und sogar noch ein bisschen besser. Wäre das etwas, was, sagen wir mal, also es gibt hier bei einem Layer,
Es gibt noch 'nen Splitscreen, wo ich quasi die 4 Layer auf unterschiedliche Notenranges, und auch ist noch nicht drin, aber es wird dann kommen, noch auf unterschiedliche MIDI-Kanäle klassisch Ah, als multitemporales Gerät fantastisch. legen kann. Aber Obacht, ich muss die 16 Stimmen müssen sich dann natürlich auf alle aktiven Natürlich, Layern klar. aufteilen. Das wird dann auch gehen. Das ist ja spannend. Also das ist natürlich cool. Ich habe und eine andere Nerdfrage, weil die lehnt sich schon so vor, dass ich das mich fast gar nicht traue, aber das ist so, dass diese MIDI 2 Implementation und diese Aphex Twin Geschichte mich auch sehr stark dran erinnern, dass eigentlich sowieso früher oder später jeder Synthesizer eigentlich jede Stimme einen völlig anderen Sound machen könnte, der anhand eines Controllers oder angeklebter hier mach mal dies Werte machen kann, weil das ja die MIDI 2 Specs so zulassen. Und ich wurde irgendwann mal gefragt, was eigentlich jetzt genau von den 2.0 ist überhaupt drin. Das wird gar nicht so klar, weil das ja jeder ein bisschen anders macht und was das wirklich tut. Aber du bist Entwickler und du hast auch die Übersicht, wie das denn so ist. Solche Sachen würde ich dann doch gerne mal wissen, weil das ja eigentlich auch ein Ausblick ist auf das, was möglich sein könnte. Ja, genau, da sprichst du was an. Das hat tatsächlich eine Beziehung miteinander, der Mhm. sogenannten Per-Node-Controller im MIDI 2.0, wo du nicht nur quasi ein polyphones Aftertouch oder MPE-mäßig die Y-Achse irgendwie versehen kannst, sondern jeden beliebigen klassischen Controller, der ja quasi für alle Noten gilt, jetzt auf eine einzelne Note beziehen kannst, wie ein Per-Node-Pitchbend. Das gibt's im MIDI 2.0 und ich sage mal, die technische Grundlage im Iridium Mark II, um für Aphex Twin das per Note machen zu können mit so und so viel Parametervariation per Note, ist dieselbe technologische Grundlage, die ich denn auch für diese MIDI-Geschichte brauche. Das ist mir auch irgendwann aufgefallen. Das heißt, das wird dann auch kommen, die Implementierung. Und ich habe jetzt von einem weiteren DAW-Hersteller gehört, die jetzt auch mit MIDI 2.0 anfangen. Also Cubase und Logic haben ja schon angefangen. Und mal gucken, kann jetzt nicht sagen, wer das ist, aber da werden jetzt, ich glaube, mehr und mehr da kommen, dass das auch von der DAW dann entsprechend unterstützt wird. Spannend, ja, danke. Ja. Weil auch gerade auf der MIDI 2.0 Ecke passiert im Moment sehr viel und es geht jetzt in Windows rein. Das heißt, jetzt werden eigentlich faktisch alle damit versorgt und daher ist das schon spannend, weil es ja total neue Controller, ganz neues Denken über Sounds und vielleicht sogar vielleicht braucht Dean gar keine Drum Machine mehr, weil wir dann halt wirklich einzelne Sounds denken und nicht mehr unbedingt, das ist ein Drum Sound, das ist kein Drum Sound und dass wir das getrennt denken müssen, sondern dass Ja. es so ist. Ne? Ja, Also, aber wir wollen trotzdem die Drummaschinen machen. Genau, Das ist ja, einfach. meine da freuen wir Drummaschinen uns hier glaub ich, trotzdem nicht drauf. malig, ja. Also es gehen mir, Rolf, glaube ich, Ja. gefühlt die ganzen 7 Jahre auf den Senkel damit. Also, erstmal Iridium Mark II. Kaufen, Spaß haben, Musik machen. Genau. Wir gucken uns das Gerät, sobald wir es in die Hände bekommen, nochmal separat richtig an und geben dann unser Pro und Contra natürlich auch nochmal dazu, was wir so finden. Und das wird auch nochmal richtig spannend. Ansonsten sehen wir uns allerspätestens zur Superbude in Berlin. Und ja, Mensch, Rolf, danke. Also Ja, bitteschön. Vielen Dank, dass ich bei euch wieder sein konnte. Wir geben uns Mühe, neue Instrumente, uns mit neuen Instrumenten bei euch einladen zu dürfen. Danke. Ja, ich habe natürlich Millionen Fragen, aber wir können nicht alles machen, aber das ist natürlich schön und vor allen Dingen, dass du diesmal auch viel vorgeführt hast. Das ist super, weil am Ende geht es ja um den Klang. Und ich bin auch mal gespannt, wie viele Leute das sind, weil ihr werdet das wahrscheinlich auch irgendwie nach außen bringen, wie das dann alles so läuft. Und diese ganzen Hintergründe, die sind ja auch nicht immer alle so bekannt, die da technisch so dahinter stecken. Und ja, dafür sind wir ja Fragen,
Ja, genau. Ist ja kein klassisches Review, was wir hier machen. Der Entwickler-Talk ist ja tatsächlich exakt genau dafür gedacht, eben solche Fragen zu stellen und auch den Raum dafür zu schaffen, da mal hinterher zu fragen. Gut. Eine Frage habe ich noch. Mhm. Wie viel RAM und CPU-Power steckt denn im Mark I und wie viel genau im Mark II? Kannst du das sagen, oder? Relativ ja, die CPU-Power, also Rechenleistung, ist die gleiche. Das RAM ist verdoppelt. 2 auf 4 waren es doch, ne? Nee, 1 auf 2 und wir haben auch mehr Platz für 1 auf die 2. Samples im RAM, also auch der ganz schnöde Sample-Preis können jetzt mehr geladen werden gleichzeitig. Genau, wie gesagt, es ist ein inkrementelles Update mit kleinen, aber feinen Veränderungen. Wir produzieren es weiter im neuen Look und Gewand mit erweiterten Möglichkeiten, ist es aber nicht eine ganz neue Generation, wo jetzt jeder sagt, ich habe den Einser und ich muss jetzt unbedingt den Zweier haben. Wobei dann ja technisch gesehen diese, zum Beispiel bei den Granular-Grains, dass man dann theoretisch mehr machen könnte, ist das letztendlich davon abhängig? Ja, man kann mehr Samples halten, aber letztendlich manche Dinge, die jetzt mit der Rechengeschwindigkeit zusammenhängen, die Rechengeschwindigkeit ist quasi gleich. So, Okay. das wäre wir wollen auch vom Preis ungefähr gleich, das wäre ein viel größerer Schritt gewesen. Keine Frage, Rolf, warum habt ihr das nicht gemacht? Ja, weil das denn ein anderes Instrument mit einem deutlichen Abstand in verschiedenen Aspekten gewesen wäre und wir wollten eigentlich wollten wir den noch einfach nur weiterbauen. Dann kamen wir von Hölzchen ins Stöckchen, dann haben wir eine neue Farbe gemacht. Dann dachte ich, naja, da kann man vielleicht haben wir den Hersteller von dem Board gefragt, habt ihr da vielleicht noch ein paar so eine Kleinigkeit hier oder da? Ah ja, kann man ein bisschen mehr RAM und Flash haben sie gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, was kann ich damit anfangen? So kommt das dann manchmal. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, Walldorf, Zentralkomitee setzt sich zusammen, sagt, wir machen die nächste Generation des Iridiums, sondern es ist wie gesagt, wir machen den weiter und haben den ein bisschen aufgefrischt und so ist das zu verstehen. Ja, cool. Ja, ich glaube, das hilft auch sehr weiter bei dem ganzen Verständnis, was denn was macht, weil da wird ganz viel in den Foren und so auch gesprochen, was denn wodurch bedingt ist und was dann möglich ist und Ähnliches. Und deswegen ist das ganz hilfreich. Genau. Solche Sachen Dafür mal gibt's, guckt alle Sequencer Talk, weil da erfährt ihr diese Dinge. Ja, genau. Das ist die perfekte Überleitung, denn wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter sequencertalk.synthesizers.de. Info und alles andere findet ihr unten in der Infobox und natürlich hier auch auf dem Screen. Da kommt dann noch ein kleiner QR-Code, den habt ihr vielleicht schon während der Sendung gesehen. Und direkte Audio-Beispiele nochmal separat kriegt ihr beim Rolf und wahrscheinlich auch bei einem Dutzend anderen Reviewern. Ich weiß nicht, wie viele du rausgeschickt hast an Geräten, aber da gibt es garantiert ein paar coole Sachen. Also da gehen auch die Grüße an die lieben Kollegen raus. Ja, Mensch, Rolf, das heißt, wir sehen dich dann spätestens, also nicht nur zur Superbooth, sondern kommt auch noch was? Mensch, verdammt. Ich muss jetzt mal Luft holen. Ja, wir haben jetzt hier Protein, Attack 3, jetzt mal Iridium und Desktop Mark II. So, das müssen wir jetzt erstmal, nur weil wir es jetzt ankündigen und an die Produktion angefangen haben, ist das Thema ja nicht vorbei. Das wird mich noch ein Weilchen beschäftigen und dann kommt das nächste Dingens. Aber seid mal gespannt. Ihr werdet schon noch genug bekommen. Also, in dem Sinne, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Mach's gut. That's it.